Heute geht es ums Thema Suppenkräuter. Da habe ich jetzt einen Gartenkräuter und Wildkräuter zusammengesammelt, was man für die Gemüsesuppen oder allgemein für Suppenkräuter eben verwenden kann. Und die haben jetzt im Frühjahr schon einen sehr intensiven Geschmack, und wenn man die dann auch trocknet, dann bleiben die ganzen Vitamine, die ganzen Inhaltsstoffe eben alles erhalten. Deswegen tue ich die jetzt schonend runtertrocknen und dann tue ich sie in Gläser abfüllen und dann kann man sie hernehmen, wie man sie auch braucht. Da habe ich jetzt den Giersch, der auch ein großer Bestandteil eben von der Gemüsesuppen oder überhaupt von Suppenkräutlach ist. So schöne Platteln wie da eben sind. Dann haben wir da den Oregano, dann haben wir den Schnittlauch. Den Schnittlauch sieht man, den habe ich auch in kleine Stücke eben aufgeschnitten, weil er dann viel leichter trocknet. Da haben wir jetzt dann das Lippstöckel, das ist das Magikraut. Da haben wir noch den Majoran und da haben wir noch die Gundelreben. Das ist auch ein großer Bestandteil von der Suppenwürze. Und schaut einmal da die schönen Farbspektren an. Und da nehme ich euch jetzt mit, wie ich das Ganze eben mache und zusammenschneide und auf die Gitter eben auflege. Und schaut euch dann unbedingt das Nachherergebnis an. Da habe ich jetzt auch den Majoran. Den schneide ich jetzt ab und lege ihn da auf die Gitter auf. Jetzt haben wir da noch einen schönen Lippstöckel, also das Magikraut, was auch natürlich in die Suppen dazu reinkommt. Und da haben wir noch einen schönen Oregano und den schneide ich jetzt auch ab und lege ihn da auf die Gitter auf. Da habe ich jetzt den Giersch, einfach in die Suppenkräuter gehört das dazu rein. Und den zupfe ich jetzt auch ab und der wird natürlich auch mitgetrocknet. Da haben wir jetzt einen schönen Schnittlauch, den werde ich jetzt auch abschneiden. Und den Schnittlauch bitte immer nicht die ganzen Stängel rein tun, sondern immer ein kleiner bisschen aufschneiden. Dann ist das viel besser bei der Trocknung. Dann nehme ich jetzt auch den ganzen her, schneide ihn da unten ab, weil der wächst dann wieder schön nach. Da ist jetzt die Gundelreben, die erkennt man auch schön an die violetten Blüten, weil die blüht jetzt zu der Zeit. Die schneide ich jetzt schön ab. Und die ersten Gartenkräuter oder Wildkräuter sind ja auch immer sehr intensiv vom ganzen Geschmack her. Und wenn die jetzt mit unserer Infrarottrocknung getrocknet werden, dann bleibt das alles auf jeden Fall erhaltener. Jetzt sind nicht einmal 48 Stunden vergangen und schaut euch das Ergebnis an von den Suppenkräuter. Und da sieht man auch, wie die schönen Farbstoffe alles erhalten bleiben. Da bei der Gundelreben, die violetten Blüten, sieht man schön, wie die Farbstoffe eben alles erhalten bleibt mit unserer Trocknungsmethode. Und man hört ja, dass es super gut durchgetrocknet ist. Da haben wir dann auch das Magikraut, den Lippstöckel, ist super gut getrocknet, der Schnittlauch, deswegen habe ich ihn auch feiner aufgeschnitten. Da funktioniert das perfekt mit der Trocknung. Da haben wir den Oregano, der ist auch super gut getrocknet. Die Stängel beim Oregano tue ich dann eben noch abzupfen, und weil die eben ein bisschen hart sind, und dann lassen sie die sich sehr gut ablösen. Das zeige ich euch jetzt dann, wie ich das mache. Und da haben wir noch den Majoran, da ist das Gleiche. Man könnte das eben vorher machen, dass man es schon runternimmt, oder im getrockneten Zustand geht es natürlich noch einfacher. Und da haben wir jetzt den Giersch. Der ist auch super gut getrocknet und die Farbergebnisse sprechen für sich. Wie eben gesagt, das ist ein kleiner Bestandteil von den Suppenkräutern. Es kommen nachher noch Karotten dazu, getrockneter Sellerie, Petersil, und das wird dann auch getrocknet und kommt dann zu der Suppenwürze. Eben wird das dazu gemischt. Da kann man seine eigenen Suppenmischungen machen, und ich nehme da einfach jetzt eine Schüssel her und gebe das da mal rein. Ich das da einfach mit der Hand zerdrücken oder zerkleinern. Dicken Stängel ausgeklaubt oder aussortiert. Und
Jetzt tue ich das einfach da in eine Schüssel und tue das zerdrücken. Das mache ich jetzt mit den restlichen eben auch, beim Oregano und beim Majoran. Und das kann man natürlich beim Liebstöckel, beim Magikraut eben auch machen. Da zeige ich jetzt, wie leicht sich das eben ablösen lässt. Einfach so runterschieben und dann hat man die groben Stängel im getrockneten Zustand eben schon weg. Ich finde halt, im getrockneten Zustand geht das eben viel leichter, das runterzulösen. Und das kann man mit den ganzen restlichen auch machen. Einfach so runterschieben. Und dann hat man nur mal das Blattgut allein. Obwohl in die Stängel ja auch der Geschmack drinnen ist, die könnte man natürlich auch dazugeben, wie jeder dann mag. Aber für die Aufbewahrung ist es so einfacher, das zu machen. Und so schnell und einfach kann man seine eigenen Produkte ohne Chemie trocknen, schonend trocknen, dass die ganzen Vitamine und die Inhaltsstoffe eben alles erhalten bleiben. Unseres ist nämlich eine Infrarottechnologie, wo man eine Trocknung, schonende Trocknung hat und unter anderem auch eine Nachreifung. Da gehen sie eben wieder auf und sehen, wie man sie frisch verarbeiten würde. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich einen Daumen hoch kriege fürs Video. Schaut's rein unter www.kräutercube.at und den Kanal bitte gern abonnieren und das kann auch sehr gern geteilt werden. Ich freue mich bis zum nächsten Video. Tschüss!